denke, wir haben nicht sauber gearbeitet. Tschüss Martha, schöne Weihnachten, war ein toller Weihnachtseinkauf, hat sich echt gelohnt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so kann es gehen. Herzlich willkommen zu 911 Things to Repair. Antriebswellen, die dritte. Es ist mir ausgesprochen peinlich, aber ich habe die Schrauben nicht fest genug gezogen. Wie fest willst du denn haben? Oh, übertreib's nicht, Fabian. So fest muss es nicht sein. Das Auto wurde dann abgeschleppt und dann hat Erik die Dinger wieder festgezogen. Allerdings ist dabei der Dichtring von dem Teil hier verschütt gegangen. Und was Erik noch gemacht hat, das ist natürlich sehr clever, er hat da Marker dran gemacht. Das heißt, ich bin jetzt schon ein paar Kilometer damit gefahren und habe dann geguckt, ob sie sich lösen wieder, die Schrauben. Haben sie nicht getan, Gottlob, aber jetzt muss ich trotzdem zumindest hier das Innenbrettbehalter wieder aufmachen am Getriebe, weil der Dichtring beim Rausfallen der Antriebswelle verloren gegangen ist, logischerweise. Blöd. Los geht's. Erstmal hier den groben Siff hier rausmachen. Und gleich mal was richtig sauber. Verzeiht mir übrigens, wenn ich immer auf den Bildschirm schaue. Man ist geneigt, auf den Bildschirm zu gucken. Der ist hier. Und eigentlich muss man in die Kamera gucken, die ist da. Aber irgendwie vercheckt man das. So sieht diese Antriebswelle übrigens von hinten aus und die ist hier eben so kugelgelagert mit Fett. Und deshalb ist der Quatsch passiert. Die wird angeliefert mit so einer Kappe da drauf und unter dieser Kappe ist natürlich dann auch das Fett und das verteilt sich dann aber überall und geht dann auch hier in diese Löcher rein, wo die Schrauben dann durchgeschoben werden. Und wenn du die Schrauben da durchschiebst, dann passiert Folgendes: Die sind natürlich danach fettig und wenn sie fertig sind, dann haben sie keinen Halt mehr. Das ist saudoof, aber es ist so. So, ich würde sagen, das ist sauber. Beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, gar nicht gezeigt, dass da so ein Aufpepper drauf gehört, ne? Das machen wir jetzt. Kennt ihr das von früher, diese Panini-Hefte, dieses Zeug da reinkleben? Ich war da nie gut drin. Und jetzt soll ich das da drauf kleben und es muss perfekt sitzen. Na, geht doch. Sitzt perfekt. Und jetzt schrauben wir den Kladderadatsch da wieder dran. Das Gute diesmal ist, dass das Ding nicht mehr so furchtbar fertig ist, wie es beim letzten Mal war. Ich habe echt einen heiden Respekt vor allen Leuten, die es hauptberuflich machen, hier in Autos rumzuschrauben. Man muss ja die ganze Zeit den Arm dann da oben haben. Der fällt einem ja ab. Oh, mein Arm. Was ist das anstrengend. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt die Dinger nicht ganz festgedreht, ich habe sie nur angedreht, oder wie nennt man das? Whatever. Auf jeden Fall ist es jetzt einigermaßen festgeschraubt, aber jetzt holen wir noch einen Drehmomentschlüssel und dann machen wir das so fest, wie das auch gehört, damit es nicht wieder so schief geht wie beim letzten Mal. Schau mal kurz. Das sind 50 Newtonmeter, oder? Nicht, dass ich da jetzt wieder was Blödsinniges mache. Also nicht 50, sondern 45. Ja. Ja? Okay, also ich glaube, wir haben es geschafft. Und was lernen wir aus der Affäre? Erstens, Schrauben gescheit festziehen mit der Newtonmeter-Angabe, die auch vorgesehen ist. Zweitens, Fett an der Schraube ist immer doof. Das lässt sie nicht halten. Und drittens, fällt mir nichts ein. Egal, sagt ihr es mir, was man drittens draus lernt. Ciao.